Ciao, ciao, Bambina. Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute möchte ich euch meinen super genialen Schokokuchen vorstellen. Und zwar ist dieser saftige Schokoladenkuchen deshalb so toll, weil er komplett ohne Mehl auskommt. Also ein glutenfreier Schokokuchen sozusagen. Dieser Schokoteig besteht aus nur 5 Zutaten. Gemahlene Mandeln, die ersetzen nämlich das Mehl, und viel Schokolade. Deshalb ist er von der Konsistenz her super saftig, sehr schokoladig und einfach auch nussig. Ich liebe ja Schokokuchen. Übrigens habe ich diesen Schokoladenkuchen zum ersten Mal auf Capri gegessen, in der Pasticceria Buonacore. Und ich war hin und weg. Dieser Schokokuchen, scusi, Torta Caprese, ist eine Spezialität aus Capri, wie der Name ja auch schon verrät. Und dieses tolle Rezept für Schokokuchen ist so einfach und vor allen Dingen so schnell gemacht. Und so ein selbstgebackener Kuchen ist einfach immer unbeschreiblich lecker. Mit den besten Zutaten gelingt das auch immer. Ihr braucht nur gute Mandeln, frische Eier, Zartbitterschokolade und schon habt ihr eine herrliche Torta Caprese gezaubert. Wir können auch gleich loslegen mit den Zutaten und los geht's. Für unseren glutenfreien Schokoladenkuchen mit gemahlenen Mandeln bzw. unsere Torta Caprese brauchen wir 200 Gramm Zartbitterschokolade mit 60–70% Kakaoanteil, 5 Eier getrennt, 300 Gramm Mandeln, 100 Gramm Puderzucker, 200 Gramm weiche Butter, 1 Teelöffel Vanillezucker, 1 Teelöffel Backpulver, 30 Gramm Stärke, 100 Gramm Backzucker und eine Prise Salz. Wir werden zuerst einmal die Schokolade mit dem Messer fein schneiden. Das machen wir, damit die Schokolade schneller und gleichmäßiger schmilzt. 2/3 davon gebe ich jetzt in eine Schmelzschale und das eine Drittel brauchen wir für später zum Abkühlen der geschmolzenen Schokolade. So funktioniert übrigens das richtige Temperieren von Schokolade. Wir werden jetzt die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Dafür fülle ich nun den Topf mit heißem Wasser und gebe die Schale darüber. Die Schmelzschale sollte dabei das heiße Wasser nicht berühren, da die Schokolade sonst zu sehr erhitzt wird. Einfach ein Geschirrtuch darüber legen, so geht's schneller. Hier habe ich einen Tortenring, den habe ich auf einen Durchmesser von 22 cm eingestellt. Ich werde ihn jetzt mit Backpapier einschlagen und diese Technik ist super easy. Man faltet einfach Dreiecke um die Form herum und hält gleichzeitig mit Zeigefinger und Daumen das bereits gefaltete. Und den Abschluss bzw. die Spitze nach innen zum Schluss einschlagen und fertig. Den Tortenring stelle ich jetzt nun auf ein Backblech, so kann auch nichts auslaufen. Als nächstes werden wir die Mandeln im Mixer zerkleinern. Ich verwende hier ganze Biomandeln, die sind super frisch und sehr lecker. Das macht auch den großen Unterschied als die fertig gemahlenen, da sie meistens ja sehr stark entfettet sind. Und wie man weiß, ist Fett ja ein Geschmacksträger und Mandelöl ist ja bekanntlich auch sehr gesund, liefert essentielle Fettsäuren, die wir ja brauchen. Die eine Hälfte male ich etwas feiner und die andere gröber, sodass der Schokokuchen einen schönen Crunch bekommt. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Schokolade so macht. Jetzt kurz umrühren und wir können jetzt das restliche Drittel dazugeben. Nun werde ich die zimmertemperierte Butter zusammen mit dem Puderzucker cremig aufschlagen. Dafür gebe ich zuerst die Butter in die Küchenmaschine und den Puderzucker. Und nun kommt mein selbstgemachter Vanillezucker. Davon gebe ich einen schönen gehäuften Teelöffel hinein. Die Butter solltet ihr unbedingt eine Stunde vor der
Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen, sowie die Eier. Beides sollte nämlich zimmerwarm sein, so wird euer Schokomandelkuchen perfekt. Die KitchenAid lasse ich jetzt auf eine höhere Stufe laufen, so circa 5 bis 7 Minuten, bis die Butter schön cremig und hellgelb ist. Währenddessen können wir nun die Eier trennen. So, mal einen Blick auf die Schokolade werfen, kurz umrühren und schauen, wie weit die Butter ist. Das Eiweiß gebe ich vorerst mal beiseite. Ich setze jetzt den Spritzschutz auf die Rührschüssel und beschleunige mal kurz für 1 bis 2 Minuten. Die KitchenAid stelle ich jetzt auf eine niedrige Geschwindigkeitsstufe und nun gebe ich vorsichtig einen Dotter nach dem anderen dazu und jedes Eigelb sollte nämlich so lange gerührt werden, bis es in die Masse komplett eingearbeitet ist. Würde man das Eigelb auf einmal reingeben, so würde die Butter aufflocken. Deshalb ein Eigelb sachte nach dem anderen hinzufügen. Die Schokolade ist jetzt gut temperiert. Ich kontrolliere jetzt noch mal kurz mit dem Thermometer. Ideal 29 Grad, also sie ist schon etwas abgekühlt. Nun gießen wir die abgekühlte Schokolade in einem dünnen Strahl in die Dottermasse. Die Küchenmaschine lasse ich weiterhin auf kleine Stufe rühren. So, und jetzt kommen noch unsere trockenen Zutaten hinzu, also die gemahlenen Mandeln, die Stärke und das Backpulver. Damit keine Klümpchen entstehen, siebe ich die Stärke und das Backpulver durch, direkt über den Mandeln. Noch kurz vorher vermischen und löffelweise in die Mischung hineingeben. So lange rühren, bis wir eine schöne homogene Masse haben. Jetzt werden wir den Eischnee schlagen. Dafür nehme ich die Rührschüssel mit dem Eiweiß, gebe eine Prise Salz hinzu, schlage es kurz auf und füge dann nach und nach den Backzucker dazu. Und ich rühre es jetzt so lange schaumig, bis der Eischnee kompakt, aber nicht zu steif ist. Ihr könnt einen kleinen Test machen, um zu sehen, ob der Eischnee fest genug ist. So wie man sieht, ist es noch nicht so weit. Wenn ihr den Schneebesen herauszieht und sich eine Art Vogelschnabel bildet, dann hat der Eischnee die perfekte Konsistenz. So können sich die zwei Massen auch gut verbinden. Den Eischnee nun unter die cremige Schokomandelmischung vorsichtig unterheben. Zuerst eine kleine Menge, die wir vollständig in die Schokomasse einarbeiten. Und dann nach und nach immer wieder ein paar Löffel hinzufügen. Ganz vorsichtig, sodass so wenig Luft wie möglich entweicht. Damit wird der Schokokuchen schön luftig. Den fertigen Schokoteig füllen wir nun in die vorbereitete Backform und verstreichen ihn gleichmäßig zum Rand hin. Dann kann der Schokoladenkuchen auch schön aufbacken.
Und der kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad, Ober- und Unterhitze für etwa 40 Minuten. So, 40 Minuten sind jetzt um und wir können unseren Schokoladenkuchen aus dem Ofen nehmen. Den Schokokuchen nach dem Backen unbedingt vollständig auskühlen lassen, erst dann aus der Form nehmen. Wenn der Kuchen nämlich noch zu warm ist, bricht er gerne durch. Ich habe ihn jetzt 1 Stunde abkühlen lassen und jetzt können wir das Backpapier entfernen und mit einem kleinen Messer vom Tortenring lösen. So, und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick, wie man einen Schokoladenkuchen in eine Torte Caprese verwandeln kann. Das ist jetzt mein saftiger Schokokuchen bzw. meine Torte Caprese, super lecker wie auf Capri. Dieser Kuchen ist wirklich schon was Besonderes. Trotz der simplen Art und dieser wenigen Zutaten, die ihr dafür braucht, schmeckt er so saftig und schokoladig und hat auch wirklich einen ganz, ganz tollen Crunch durch diese frisch gemahlenen Mandeln. Und jetzt im Sommer serviere ich diesen Schokoladenkuchen mit selbstgemachtem Vanilleeis. Und das verlinke ich euch, falls ihr das noch nicht kennt, da oben. Und Schlagsahne. Ich sage euch, das ist eine Kombination, es ist ein Traum. Apropos Eis, ich weiß, es hört ja gar nicht mehr auf mit dem Eis. In dieser Pasticceria Gelateria Bonacore auf Capri habe ich nämlich auch ein super leckeres Schokoladeneis gegessen. Und das kommt auch demnächst. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonnieren und liken nicht vergessen, macht es unbedingt nach. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Eure Rita.